Friedrich II., auch Friedrich der Große genannt, regierte Preußen fast 50 Jahre lang, von 1740 bis 1786. In dieser Zeit schuf er viele bedeutende Bauwerke. Das neue Palais ließ er als Sommerpalast für seine Gäste bauen. Bei seiner Fertigstellung 1769 repräsentierte das Schloss mit großer, qualitätsvoller Geste den Rahmen, in dem das Königreich Preußen gesehen werden sollte. Den fürstlichen Gästen standen 200 Räume, 4 Festsäle und ein Rokokotheater zur Verfügung. Für gelegentliche Aufenthalte ließ sich Friedrich den südlichen Seitenflügel, die sogenannte Königswohnung oder Friedrichswohnung, herrichten. Die Blaue Kammer ist als Gemäldekabinett eingerichtet und diente als Vorzimmer. Ein mattes Blau mit Vergoldungen beherrscht den Raum. Mit einem Kanapee und 12 Armlehnstühlen befanden sich ausgedehnte Sitzmöbelgarnituren in dem Vorzimmer. Friedrich hielt sich im Sommer für wenige Wochen im neuen Palais auf, um sein Schloss zu zeigen, Besuch zu empfangen und Feste zu feiern. Meist reisten die Besucher, in erster Linie die Geschwister König Friedrichs und deren Familien, die aus unterschiedlichen deutschen und europäischen Herrscherhäusern stammten, und handverlesene Mitglieder des Berliner Hofes zwischen April und Oktober an. Seine unverheiratete Schwester Prinzessin Amalie, Äbtissin von Quedlinburg, war jedes Jahr bei allen Ereignissen zugegen und fungierte wegen der Abwesenheit der Königin als Dame des Hauses. Die Mitwirkung von Königin Elisabeth Christine von Braunschweig war nicht vorgesehen. Die schwarz-weißen Gemälde wurden von den Originalen kopiert und reingehangen, da die Originale in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschollen sind. Somit erhält dieser Saal einen vollständigen Gemäldebehang. Ein eigener Raum ist für 20 Schneeballvasen aus Meißner Porzellan reserviert. Es handelt sich um hochkarätige Kriegstrophäen aus der Zeit der Besetzung Dresdens während des Siebenjährigen Krieges. Damit die Vasen zur Geltung kommen, wurden die Wände auf Wunsch des Königs in zurückhaltendem, matten Rosa gestrichen, weshalb der Raum auch fleischfarbene Kammer genannt wird. Dieser Raum diente als Wartebereich oder als Vorzimmer zur Audienzkammer. Es gab 2 Arten von Audienzen, die öffentliche und die private Audienz. Der Minister entschied, ob man zur Audienz empfangen wird. War dies nicht möglich, wurden die Gesandten in die Blaue Kammer begleitet und von dort nach draußen. War es möglich, vom König empfangen zu werden, durften die Gesandten die fleischfarbene Kammer betreten und dort auf die Audienz warten. Die große öffentliche Audienz ging mit größtem Aufwand vor sich. In ihr manifestierten sich die politische Stellung und der Rang aller Beteiligten. Sie stand nur Diplomaten ersten Ranges zu und fand bei geöffneten Türen in Anwesenheit des Hofes statt. Auf die fleischfarbene Kammer folgt das Konzertzimmer, lackiert in Grün und Weiß mit vergoldeten Schnitzereien und Wandspiegeln. Das morgendliche Flötenspiel sowie regelmäßige kleine Konzerte am Abend waren fester Bestandteil des Tagesablaufs Friedrich II.
Ein wiederkehrendes Stilmittel sind die gerundeten Zimmerecken, die zu einer guten Akustik beitrugen, und wandhohe Spiegel, die sich mit Gemälden abwechselten. Der König ließ alle seine Konzertzimmer ganz austäfeln, weil in solchen mit Holz getäfelten Zimmern die Musik am besten klang. Merkwürdig ist es, dass Friedrich zugleich in allen Konzertzimmern seiner Schlösser auch Gemälde hängen ließ. Er wollte wahrscheinlich 2 Sinne zugleich vergnügen. Eigens dem Musizieren gewidmete, verspiegelte Räume innerhalb der Wohnappartements sind eine dem persönlichen Interesse König Friedrichs entsprungene Tradition, die sich in den späteren Hohenzollern-Schlössern nicht fortsetzt. Die 4 Konzertzimmer des Neuen Palais in der Königswohnung, den Fürstenquartieren und der Heinrichswohnung sind alle mit Spiegeln verkleidet, die in manchen Fällen mit Wandgemälden kombiniert sind. Das Schlafzimmer liegt zwischen Großer Kammer und kleinem Speisezimmer. Dort befand sich ein Sofa, das zwischen Armlehne und Sitzfläche gepolstert war. Weiterhin gab es Polstersessel mit Armlehnen sowie einen Lehnstuhl mit Fußhocker. Die Wand, Fenster, Bettnischen und Möbeltextilien sind aus einem hellblauen Farbton mit Silberfäden und es stellt sozusagen eine Wiederholung des Schlafzimmers vom Potsdamer Stadtschloss dar. Das Bett in der Nische steht mit der Längsseite zur Wand. Als ein grober Verstoß gegen jegliche zeremonielle Gepflogenheiten ist es anzusehen, dass der Durchgang zu weiteren Räumen durch das Schlafzimmer erfolgte. Denn um in das dahinterliegende kleine Speisezimmer zu gelangen, musste man an der Bettnische vorbeigehen. Als der kaiserliche Hof unter Wilhelm II. Das neue Palais im Frühjahr 1889 zum ersten Mal bezog, waren in den Schlafzimmern des Kaiserpaares bereits sanitäre Anlagen wie Toiletten mit Wasserspülung und Badekabinette vorhanden. Die Eltern des Kaisers hatten die sanitären Anlagen in den 1860er Jahren einbauen lassen. Die Ausstattung war verhältnismäßig schlicht. Das Badekabinett Wilhelms II. Lag zunächst in einem kleinen Verschlag, der sich im Durchgang zwischen dem Schlaf- und seinem Toilettenzimmer befand. Der kleine Raum entsprach nicht mehr den gestiegenen hygienischen Ansprüchen des Herrschers. Stattdessen entstand im Jahr 1903 in seinem Toilettenzimmer in einer ehemaligen Puderkammer ein neues Badezimmer. Hinter dem Schlafzimmer liegt das kleine Speisezimmer. Auch dieser Raumtypus findet sich wie die Konzertzimmer mehrfach in den friederizianischen Wohnungen. Bei Einladungen an die kleine Tafel ist der einzig denkbare Zugang der Gäste über die Fenstertüren. Und zwar entweder direkt von außen oder über das Kabinett vor der Bibliothek, wo sich ein Zugang zum Theaterhof befindet. Der Zutritt über die Bibliothek war den Gästen verwehrt und das auf des Königs allerhöchsten Befehl. Da die Ausstattung aus zahlreichen Sitzmöbeln und Polsterstühlen bestand, ist es wahrscheinlich, dass der König hier in kleinem privaten Kreis tatsächlich speiste. Die Notiz Försters, des Königs Zimmer hier gleichsam als Nebensache im angebauten Flügel anzusehen, darf nicht im Sinne von Bescheidenheit des Königs angedeutet werden. Die Lage der königlichen Wohnung im südlichen Seitenflügel ist nicht ungewöhnlich.
Durch die Umnutzung schmaler Westräume zu Kabinett und Bibliothek entstand allein hier ein Appartement und kam somit den Forderungen nach Bequemlichkeit entgegen, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts den europäischen Schlossbau beherrschten. Nicht nur in Versailles lag der Privatbereich der französischen Könige im Nordflügel mit zusätzlichen, in der Nutzung differenzierten Räumen im Obergeschoss. Auch in Schönbrunn zog sich das Kaiserpaar in die östlichen Seitentrakte mit einer Vielzahl an kleinen Räumen zurück. Interessant ist die Tatsache, dass der König diese vergleichsweise winzigen, für Personal vorgesehenen Räume ohne Planänderungen übernahm. Dieses Zimmer diente als Schreibkabinett. Die Ausstattung der Räume mit Gemälden, Textilien, Porzellanen, Spiegeln, Kristallleuchtern und vergoldeten und versilberten Möbeln sowie den exotischen Schildblattmöbeln ist wesentlich üppiger als in anderen Appartements des Königs. Hinzu kommt der immens lange Weg, der nur unter Einbeziehung des Seitenflügels möglich war. Das Durchschreiten des Vestibüls, des Grottensaals, des Marmorsaals, der blauen und fleischfarbenen Kammer, von Konzertzimmer, Rosakammer und Schlafzimmer bis zum Schreibkabinett umfasst 9 prunkvoll ausgestattete Räume, denen noch 4 weitere folgen. In keiner seiner Wohnungen hatte er bisher so großzügige und repräsentative Privaträume und mit insgesamt 8 Räumen stand König Friedrich im Neuen Palais mit Abstand die größte Raumflucht zur Verfügung. Friedrich war im Laufe der Zeit durch die Strapazen und persönlichen Verluste der Feldzüge früh gealtert. Die intellektuelle Weltoffenheit des jungen Königs aus seinen ersten Regierungsjahren wich der Verbitterung und einem ausgeprägten Zynismus. Trotzdem hatte er 1763 Preußen eine sichere Basis im politischen Konzert der damaligen Mächte verschafft und neben Russland, Österreich, Frankreich und England als 5. europäische Großmacht etabliert. Verdient machte er sich um die Entwicklung des Rechts, insbesondere des allgemeinen Landrechts. Zu den weiteren innenpolitischen Taten nach 1763 gehörte in der Landwirtschaft die Förderung der Kartoffel als Nahrungsmittel. So ordnete er allen Beamten am 24. März 1756 im sogenannten Kartoffelbefehl an, sämtlichen Untertanen den Kartoffelanbau begreiflich zu machen. Die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin wurde von ihm 1763 gegründet und er verlieh ihr mit dem blauen Zepter sein königliches Markenzeichen. Die von ihm gewünschte und angeregte Abschaffung oder Milderung der Leibeigenschaft konnte Friedrich nur schrittweise durchsetzen. Eine allgemeine Abschaffung scheiterte am Widerstand der gesellschaftlich fest verankerten adligen Gutsbesitzer. Während der Regentschaft Friedrichs wurden Hunderte von Schulen gebaut. Das Landschulsystem krankte allerdings an der ungeregelten Lehrerausbildung. Häufig wurden ehemalige Unteroffiziere herangezogen, die des Lesens, Schreibens und Rechnens selbst nur lückenhaft mächtig waren.
ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschönen Räumlichkeiten besucht, viel über das Leben der Adligen erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Und bevor es so richtig zu Ende ist, möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken für die vielen Abos, die in den letzten Wochen so eingetrudelt sind. Ihr wisst, ich freue mich auch immer sehr über eure zahlreichen Kommentare. Schreibt eure Gedanken ruhig nieder. Ich lese mir wirklich jeden Kommentar durch. Bis bald, zum nächsten Mal, eure Daniela. Tschüss!